heiße André Sirtes Sharon, geboren in Budapest 1935. Ich bin das erste Kind von dem Ehepaar Karl und Margret Stern. Wir sind zu zweit in unserer Familie, das heisst 2 Kinder. Mein Bruder, der 2,5 Jahre jünger ist als ich, heisst Nikolaus. Und wir sind eigentlich aufgewachsen in einer Familie, Grossfamilie, wo sehr, sehr viel verwandtschaftliche Beziehungen vorhanden waren. Ich bin ein ziemlich lauter, bis zu meiner Alter, 20 Jahre alt, bin ich ziemlich ein freches Kind gewesen. Ich habe nicht mehr durchgesetzt, was ich wollte. Ich hatte sehr viele Auseinandersetzungen mit meiner Mutter. Mein Vater war ein ganz einfacher Geselle, der später nachher selbstständig gemacht hat und ein eigenes Geschäft eröffnet hat. Das war eine chemische Reinigung und eine Färberei. Vorher sind wir wirklich in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt. Bei meiner Großmutter gewohnt, weil nicht einmal sie Geld hatten, eine eigene Wohnung aufrechtzuerhalten. Meine Erinnerungen in der ganz jungen Zeit, bis ich 7, 8 war, war wirklich einmalig schön. Mein Vater hat seine Freizeit immer nur mit uns Kindern zusammen gewesen. Und wir sind sehr viel ins Museum gegangen mit dem Vater. Und der Vater hat alles erklärt oder Wanderungen gemacht. Er war ein richtiger Familienmensch gewesen. Und wir sind eigentlich jedes Wochenende haben wir nur darauf gewartet, mit dem Vater zusammen zu sein. Wie wenn er gewusst hätte, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Es ist sehr, sehr schwierig zu bestimmen, wann ist eigentlich das Anfang war. Wo fängt es an? Fängt es eigentlich 1933 an, 38, 39? Auf alle Fälle in Ungarn, ist sehr spät angefangen, diese Judenverfolgung. Diese Nürnberger Gesetze, die 1938 in Deutschland gekommen sind, ist eigentlich sehr schwach in Ungarn angekommen. Aber die verschiedenen Gesetze von Nürnberg doch mit der Zeit langsam aber sicher angenommen wurden in Ungarn, in den Gesetzen von Ungarn. Aber das effektive Verfolgung und das effektive schlimme Lage ist erst nach der Besetzung von Ungarn 1944. 19. März 1944 war, wo die Deutschen einmarschiert sind. Und dann ist es eigentlich innerhalb von 10 Monaten, vom März bis Januar, über 600.000 Juden ermordet worden sind. Das, was die zum Beispiel in Polen im 1940 schon angefangen hat und immer wieder sukzessive gegangen ist, ist es in Ungarn wahnsinnig schnell innerhalb von 10 Monaten alles verschärft worden, deportiert worden, ermordet worden, verfolgt worden. Und dann haben wir nicht mehr in die Schule gehen als Kinder. Die jüdischen Geschäftsinhaber und Inhaberinnen mussten die Geschäfte abzugeben. Ärzte, Anwälte haben wir nicht mehr praktizieren. Es sind immer wieder neue Sachen gekommen, dass wir
vor der 11 nicht auf die Straße aufhalten und nach der 5 auch nicht am Nachmittag. Wir nicht in den Park spielen. Wir haben nur in bestimmten Bänken dürfen absitzen. Tram haben wir nicht einsteigen, wo wir nicht wollen, nur den hinteren Abteil. Also menschenverachtende Maßnahmen, Tag für Tag. Und manchmal tut man überlegen und manchmal hat meine Mutter auch selber erzählt, dass man nicht einmal das Ermorden ist so schlimm gewesen, sondern die menschenverachtende tagtägliche Schikanierungen, was die Ungarn und die Deutschen gemacht haben mit den Frauen oder mit Kindern oder mit den Erwachsenen. Frauen müssen dort im Lager auf der WC sitzen, wo der SS-Mann hin und her gelaufen ist. Oder sich total ausziehen und vor Mannen, vor die Soldaten. Also dass die verachtende, das menschliche Wesen, was du gehabt hast, ich müsse einfach verzichten auf das. Die Schikanierung, die gelbe Sterne tragen, dass man ja weiß, wer Juden ist und wer nicht. Und das ist von Alter von 7 an. Also wir als Kinder haben auch müssen die Judensterne tragen. Und das sind die kleinen, grossen Sachen, wo zusammen alles immer schlimmer und schlimmer geworden sind, bis eben Deportation, Ermordung und so weiter. So ist auch einfach mein Vater abgeholt worden von den Nazis eines Tages einfach. Nicht gewusst wohin, was, warum. Und so ist er nach Russland deportiert worden, also an der Ostfront. Und dort sind sie auf die Minenfelder geschickt worden, statt Minensuchgerät Menschen. Und so ist er eigentlich gestorben. Und dann einfach, Oktober 1944 ist meine Mutter dran, mit der Deportation. Alle Frauen, alle junge Frauen, sagen wir so. Und am Morgen, wo sie abgeholt wurden, sind wir Kinder am Abend abgeholt worden, sind ins Jugendlager, Kinder- und Jugendlager gesteckt worden, sind in der Nähe von Budapest, also ein bisschen außerhalb. Ich mag mich erinnern, als Kind, ist für mich das ein wahnsinnig langer Weg gewesen. Heute, wenn ich mit dem Auto durchfahre in Ungarn, das ist natürlich ein paar Minuten. Aber das sind lange Wege im strömenden Regen. Und wir hatten keinen Wintermantel, nichts gehabt. Es war kalt gewesen. Zum Teil eigentlich mein Dasein eigentlich zu verdanken ist eigentlich einem Schweizer Mensch, Schweizer Mann. Und der heißt Karl Lutz. Und er hat eigentlich von sich selber aus mit dem Raoul Wallenberg von Schweden zusammen Schutzpässe rausgegeben und so hat Juden gerettet eigentlich vom Vergasen, von Deportation. Über 60.000 und so bin ich eigentlich nach dem KZ-Aufenthalt zu diesen Schutzhäusern reingekommen durch meinen Onkel, der so einen Schutzpass bekommen. Und so sind wir in diesen Schutzhäusern gewesen. Eine Zeit lang ist es sehr gut gegangen, weil wir sind geschützt mit dem Schweizerkreuz.
solange eben nach einem Putsch die Nazi-Führer von Ungarn auf die Macht gekommen ist und der hat das gar nicht mehr respektiert. Und so hat er eigentlich von den Schutzhäusern auch Leute geholt und entweder ins Ghetto da oder ans Donauufer runtergebracht zum Innenschiessen, so Genickschuss und Innenschiessen. Und so sind wir eigentlich eines Tages, gegen Ende Dezember, ins Donauufer runtergebracht worden sind. Und Reihe aufgestanden, wir mussten die Schuhe ziehen und einer nach dem anderen mit dem Genickschuss ins Donau hineingeschossen worden ist. Und eben durch ein Wunder, und diese Wunder kann man vielleicht einem amerikanischen Pilot oder englischen Pilot verdanken, die haben von Budapest bombardieren und ein riesiger Bombenalarm war. Und die Nazi-Schergen eigentlich, die uns im Donauufer runtergebracht haben, haben wahnsinnigen Schiss vor dem Bombardement. Und die sind weggesegelt, die haben Unterschlupf gesucht. Wo wir das gemerkt haben, da sind wir auch eigentlich weggerannt. Es war uns eigentlich am Anfang gleich. Wir haben nicht gewusst, was passiert ist. Es war gleich, ob wir sind eigentlich mit unserem Leben abgerechnet. Ob wir mit dem Genickschuss oder Bombenalarm, das spielt eigentlich keine Rolle. Aber wo wir gemerkt haben, dass sie fort sind, sind wir auch doch weggerannt. Und so sind wir in den letzten 2 Wochen, das ist bis am 16. Januar, in einer alten Schuhfabrik, in einem grossen Schuhkarton mit meinem kleinen Brüderli. So haben wir eigentlich die Befreiung erlebt. Und nach der Befreiung eigentlich zuerst einmal sehr viel auf der Straße gsi und hin und her, wo nachher eben die Juden von Amerika sehr viel Geld gespendet haben und wollen, dass die Kinder, die überlebt haben, weiterleben und besser Essen bekommen und nach Möglichkeiten auch, dass man den Versäumnissen von der Schule auch nachgeholt wird. Und so sind wir etwa 200 Kilometer von Budapest entfernt, um eine andere Stadt, also einem Kinderlager hineingekommen, wo wir sehr gutes Essen bekommen haben und Kleider bekommen haben. Wir können weiterhin lernen und ich habe zum Beispiel unsere 4. Klasse fertig machen. Das Schweizerische oder das internationale Rote Kreuz hat so eine Liste zusammengestellt von jüdischen Kindern, die überlebt haben und die Mütter und Väter, die heimgekommen sind von der KZ oder von der Deportation, die überlebt haben, heimgekommen sind, und können dort schauen, wer von der Verwandtschaft noch im Leben ist und wo sie sich aufhalten. Und so hat meine Mutter uns gefunden, wo sie von Dachau heimgekommen ist. Und so haben wir uns wieder getroffen. Meine Mutter hat überlebt, abgemagert. Die mussten sehr viel arbeiten in Dachau. Aber wenigstens, das war keine Vernichtungslager in dem Sinn, dass man vergast worden wäre oder Krematorien, die hat es nicht gegeben, aber dafür erschossen oder verhungert. Aber sie hat überlebt. Sie sind eigentlich, kann man sagen, fast das ganze Weg zu Fuß heimgekommen. Sie ist sehr gut aufgepäppelt worden von Amerikanern. Sie ist ganz sehr schön ausgesehen. Und so hat uns gefunden und sie hat sofort uns von dort weggeholt
Und sie hat einen Ort gefunden, auch ein anderes Kinderheim in Budapest, wo wir haben können, solange sie eine Wohnung gefunden hat und sie sich genommen hat, dort sind wir in diesem Kinderheim gewohnt eigentlich. Weil dort zumal haben wir nicht mehr in unsere alte Wohnung hineinkommen, die haben uns nicht zugelassen und unsere Möbel haben wir auch nicht bekommen. Und so ist es eigentlich ein gutes Jahr, nein, 2 Jahre sind wir in diesem Kinderheim gewesen, bis alles wieder normalisiert hat, auch dass meine Mutter hat unser Geschäft wieder aufbauen. Und dann haben wir wieder heim zu ihr. Zwischen 16 und 20 eigentlich. Ich bin sehr früh eben unabhängig gewesen, wie ich schon mal gesagt habe, und sehr früh mit Mädchen angefangen. Ich konnte, wenn man nicht wirklich daran gedacht hat, wo wir leben, ich konnte schon das Leben ein bisschen geniessen. Aber sehr, sehr, sehr früh diese antisemitische Umgebung immer wieder gemerkt, überall und überall. Also, es ist natürlich, wir sind immer in einem ganz geschützten Rahmen gelebt, weil wir nur jüdische Freunde hatten. Und wir sind nur mit jüdischen Leuten zusammen gewesen, weil die anderen haben uns gar nicht angenommen. Und so habe ich schon ganz, ganz früh mit 16 wollte nach Ungarn, also von Ungarn flüchten. Ich war gerade im Militärdienst und ich habe eben desertiert mit unserem ganzen Zug zusammen. 9 Leute sind wir miteinander geflüchtet, mit 2 Mal eigentlich. Das erste Mal haben wir im Zivil, aber in Ungarn sind die Rekruten ohne Identitätsausweis gehabt. Und so sind wir aufgefallen an der Grenze und sind wir zurückgeschickt worden. Und zum 2. Mal haben wir geschieden worden und dann sind wir eben mit dem Uniform. Und so sind wir eigentlich durch die Grenze zu Fuß in Österreich angekommen. In Österreich sind wir natürlich ohne Papiere angekommen und jeder konnte sagen, was er wollte. Und das erste Mal ist eben die Religion gefragt worden hier in Österreich. Und als ich gesagt habe, dass ich ein Jude bin, dann habe ich in meiner Ausweis, was ich von Österreich bekommen habe, einen riesigen J bekommen. So einen J wie im Zweiten Weltkrieg die Deutschen das schön verteilt haben. Wir haben gehört in Österreich im Sammellager, dass dort die Juden verfolgt werden und zusammengeschlagen werden und sogar eine ermordet worden sind. Und haben sofort nachher einen Aufruf bekommen, alle Juden, die sollen sich melden und die werden verteilt an Hotels. Und so sind wir eigentlich in einem Hotel gekommen. Nachher hat man können sagen, wohin du gehen willst. Und ich wollte in die Schweiz kommen, weil ich eine Tante da schon hatte, die 35 geheiratet hat mit einem Schweizer. Und so bin ich in der Schweiz angekommen. In der Schweiz bin ich angekommen, eigentlich ohne ein einziges Wort Deutsch können. Ich musste zuerst einmal die Sprache erlernen und da bin ich eigentlich in einem jüdisches Geschäft aufgenommen worden, wo ich Strümpfe einpacken musste. Und nach dem einjährigen Hilfsarbeiterleben bin ich zum eine Chemiefabrik, Viskose, in Emmenbruck.
Und dort bin ich im Labor gearbeitet. Das war etwas Ähnliches mit einer Textilwissen. Aber nach einem Jahr konnte ich das quittieren und in meinem Zeichnungstalent entsprechend können an einen Ort reinkommen als Zeichner, wo ich nachher als Kartograf gelernt habe. Aber inzwischen habe ich meine Frau kennengelernt in einem Zufall. Sehr gute Freundin von meiner Mutter ist in Paris, also ausgewandert von Ungarn nach Paris. Und dort hat sie eine sehr gute Freundin gehabt. Und diese Freundin hat ein Mädchen gehabt daheim, das sehr frech war. Und sie wollte, dass sie mit dieser Frau in die Schweiz kommt, ein wenig weg von den Heimen. Und dann, sie sind in der Ferien in Ergiswil und so sind wir zusammengekommen. Und so haben wir uns kennengelernt. Und genau ein Jahr darauf haben wir uns geheiratet. Und das war eigentlich Liebe auf den ersten Blick. Und meine Frau ist auch Jüdin. Und ihre Familie und meine Familie zusammen, über 60 Leute, sind ermordet worden im Zweiten Weltkrieg. Also sie hat auch praktisch keine Verwandtschaft mehr. Wir haben uns entschlossen, nach Israel auszuwandern, etwas zu tun für dieses Land. Und 1971 war es so weit, wir sind nach Israel. Dort habe ich sofort in der Armee mich angemeldet, dass ich dort arbeiten wollte. Und habe ich auch angefangen als Kartograf in der israelischen Navy, Marine, sagt man dem da. Ich arbeite als Zivilarbeiter das erste Mal. Und an dieser Abteilung, wo ich gearbeitet habe, ist nachher der Chef weggegangen ist und der damalige Admiral verlangt, dass ich das übernehme. Aber ich müsste mal Uniform anlegen und das Offiziershaus machen. Und so kann ich diese ganze Abteilung übernehmen. Und so habe ich es auch gemacht. Und da habe ich in 2 Kriegen miterlebt, wo die Kinder fertig geworden sind mit dem Armeedienst, haben wir uns entschlossen, wieder in die Schweiz zurückzukommen, damit sie studieren und ruhig weiterleben. Mein Wunsch eigentlich nach Israel. Fahren und gehen. Hat vielleicht einen hintergründigen Grund gehabt, nicht nur der Patriotismus gegenüber Israel oder das Interesse, sondern es ist ein wichtiger Wunsch von mir, dass ich als ein kleiner jüdischer Bub von Budapest, der im KZ erlebt hat und all die schlimme Sachen, einmal schon mal an einem Ort sein, wo ich in Mehrheit bin und nicht nur in Minderheit. Und wenn es darauf abkommt,